Also erstmal gibt es ja ganz viele verschiedene Uniformen und Uniformen signalisieren erstmal Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Gruppe. Also das kann der Priester sein, das können Schülerinnen und Schüler sein oder eben das können Männer in grauen Anzügen sein oder es können eben die Soldaten sein. Und für einen Soldaten ist eine Uniform das erste und wichtigste Indiz seiner Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Gruppe. Und das ist dann natürlich die Gruppe der Soldaten und das Militär. Und damit eben auch die Zugehörigkeit zu der Gruppe zumindest potenzieller Helden. Und das ist ganz wichtig, soldatisches und Heldentum. Aber eine Uniform steht nicht nur für so etwas wie Teil einer Gemeinschaft sein, für Kameradschaft, militärisch-männerbündisches, sondern eine Uniform steht eben auch für Differenzierung. Weil, das wissen wir alle, durch Uniformen können eben auch Hierarchien zum Ausdruck gebracht werden oder eben auch bestimmte Funktionen. Also da gibt es eine Uniform für die Infanterie und dann gibt es Uniformen für alle möglichen anderen Funktionen im Militär und das kann man eben an der Uniform ablesen. Und dann eben auch kann man Dienstgrade an Uniformen ablesen. Da gibt es unterschiedliche Stoffe, es gibt unterschiedliche Schnitte. Und es gibt diese ganzen vielen Zeichen, Wimpel, Bänder, Streifen, Orden, alles was an so Uniformen dran sein kann, die dann ein sehr feines System der Differenzierung und damit auch eben der Macht in diesem spezifischen bündischen Kontext zum Ausdruck bringen. Generell steht das Uniformtragen für sehr viel Ehre, für eine eher zackig gedachte Männlichkeit und dafür eben auch Teil einer bestimmten Machtform zu sein, also des Heeres und damit in sehr enger Verbindung mit der Staatsmacht zu stehen und für die einzutreten. Und diese Form der militärischen Männlichkeit ist eben gerade dann in den Gesellschaften des 17., 18., aber dann insbesondere des bürgerlichen 19. Jahrhunderts eine ganz wichtige Form der Männlichkeit, die auch mit so etwas wie bürgerlicher Privilegierung verbunden ist. So eine Uniform zu besitzen bedeutete aber auch ganz einfach ein komplettes Set an Kleidung zu haben und das war eben gerade in unterbürgerlichen Schichten nicht ganz üblich und die ist auch ab und an erneuert worden und deswegen waren auch relativ viele Uniformen in Umlauf, die man dann entweder selber auch in der Freizeit tragen konnte oder die man eben auch weitergeben konnte. Und deswegen öffneten solche Uniformen einem auch in der Freizeit gerne Tür und Tor, waren mit viel sozialem Prestige verbunden und andere Männer oder auch Frauen konnten die Zeichen dieser Uniformen lesen. Uniformen sind lange sehr bunt gewesen und das ändert sich dann eigentlich erst im frühen 20. Jahrhundert. Das ist dann diese feldgraue, grüngraue Uniform, die es ab 1907 gibt und dann eben im Ersten Weltkrieg auch getragen wird. Das Interessante an den bunten und sehr prunkvollen Uniformen ist, dass sie eben auch gerne von Leuten getragen wurden, die mit dem Militär überhaupt nichts zu tun haben. Also zum Beispiel Dandys haben schon im frühen 19. Jahrhundert gerne Uniformen getragen, das wissen wir. Und das hat dann sicher was mit dieser Kombination von Prunk und Macht zu tun, die auch zu einer Sexualisierung des Uniformtragens beitragen können.
Außerdem, also das ist dann vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass diese Überschreitung oder dieses Andersdeuten ja auch bei Uniformen und militärischer Kleidung immer möglich gewesen ist, nicht nur durch die Dandys, wir kennen das vielleicht tatsächlich noch besser, durch das Parker-Tragen, was wir ja in der Counterculture, der Gegenkultur der 60er, 70er Jahre folgende kennengelernt haben, wo es im Prinzip ein Umdrehen der Bedeutung ist, wo eben Kriegsgegner und Gegnerinnen sich mit ausgedienten Armee-Kleidungsstücken bekleidet haben. Und das schreibt sie in unterschiedlicher Form bis heute, bis zu dem so populären Camouflage-Look fort.